Schön willkommen in wunderbarer Welt der Zellen. Auf Grundlage der bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse unterscheiden wir zwischen prokaryotischen und eukaryotischen Zellen. Und eukaryotische Zellen sind entweder tierische Zellen oder pflanzliche Zellen. Auch die Organe des menschlichen Körpers bestehen aus eukaryotischen Zellen. Schauen wir uns gemeinsam an, worin der Unterschied zwischen diesen Zellen besteht. Prokaryotische Zellen werden auch als Prokaryoten bzw. Prokaryonten bezeichnet. Das Wort Prokaryont stammt aus dem Griechischen. Pro bedeutet vor, zuvor und Karyon bedeutet Kern. Prokaryotische Zellen sind also Zellen, die sich evolutionär viel früher entwickelt haben, bevor sich innerhalb der Zelle der eigentliche Zellkern als fester Bestandteil gebildet und etabliert hat. Prokaryotische Zellen haben keinen Zellkern, der durch eine Kernmembran klar vom Rest der Zelle abgegrenzt wäre. Daher befindet sich die genetische Information dieser Zelle in Form von DNA zusammen mit anderen Bestandteilen wie Ribosomen, RNA-Molekülen, Fetten, Zuckern, Aminosäuren in einem Raum. Im Zytoplasma prokaryotischer Zellen kann auch ein Plasmid vorkommen. Es handelt sich um eine ringförmige DNA, die nicht Teil der Haupt-DNA der Bakterien ist. Es repliziert sich unabhängig von der Haupt-DNA der Bakterien. Die DNA in Form eines Plasmids enthält oft genetische Informationen, die den betreffenden Bakterien einen Vorteil gegenüber anderen verschaffen können, beispielsweise ein Gen für Antibiotikaresistenz. Im Gegensatz dazu hatte das Wort Eukaryont seinen Ursprung in zwei griechischen Wörtern: Eu für wahrhaftig, echt und Karyon, Kern. Das heißt, die eukaryotischen Zellen sind Zellen mit einem echten Kern, der von einer Membran umgeben ist, und so ist der Kern klar vom Rest der Zelle abgetrennt. In unserem nächsten Beitrag werden wir uns auf eukaryotische Zellen konzentrieren, da der menschliche Körper und somit auch die Immunzellen des menschlichen Körpers eukaryotisch sind. Die Eukaryoten haben auch eine viel komplexere Struktur, die aus Organellen besteht. In der Grundschule bzw. am Gymnasium haben wir gelernt, dass Organellen die kleinen Organe einer Zelle sind. Und ich mochte dieses Wort nicht besonders. Bleiben wir also bei der Bezeichnung das Organell bzw. die Organelle und die Organellen im Plural. Der Zellkern selbst ist ein Organell, eine sehr wichtige Organelle, da diese die gesamte genetische Information enthält. Mit anderen Worten, eine ganze Bibliothek mit allen Informationen, die eine Zelle zum Leben und Überleben benötigt. Im Falle einer Zelle besteht eine solche Bibliothek aus Chromosomen.
Auf der Abbildung sehen wir das Karyogramm eines Menschen, also den vollständigen Chromosomensatz einer menschlichen Zelle in Form von 22 Paaren von Autosomen und einem Paar von Gonosomen. Interessant ist, dass die Chromosomen im Zellkern nicht zufällig angeordnet sind, sondern einen ganz genau definierten Platz einnehmen, wie wir auf diesem Bild aus einer Veröffentlichung von Andreas Bolzer und seinem Team sehen können. Innerhalb eines Zellkerns sind einzelne Chromosomen ganz genau positioniert. Während des Lebens der Zelle werden die Chromosomen aufgelockert, dekondensiert, damit die darin enthaltenen genetischen Informationen leicht zugänglich sind. Dann sieht der Zellkern in etwa so aus. Die schwarzen Teile des Zellkerns werden als Heterochromatin bezeichnet, das transkriptionell inaktiv ist, das heißt, keine genetische Information kodiert und die DNA in diesem Bereich ist sehr fest mit Proteinen namens Histone bzw. Nicht-Histon-Proteine verbunden ist, die zusammen feste Strukturen bilden, die auf dem Elektronenmikroskopieaufnahmen schwarz erscheinen. Solche Chromatinabschnitte bezeichnen wir als hoch konserviert. Im Gegensatz dazu werden die weißen Teile des Zellkerns als Euchromatin bezeichnet, also der Teil, der die Gene kodiert und transkriptionell aktiv ist. Wenn wir uns an die Dogma halten, DNA produziert RNA und die RNA produziert Proteine, kann man vereinfacht sagen, dass die im Euchromatin enthaltene genetische Information aktiv in Form von Proteinen manifestiert werden kann. Diese Art von Chromatin ist nicht so festgepackt, dass die darin enthaltenen Gene leicht zugänglich sind. Die schwarzen Pfeile links unten zeigen die Poren in der Hülle des Zellkerns, durch die jegliche Fracht vom Zellkern zum Zytoplasma und umgekehrt transportiert wird. Schauen wir uns nun gemeinsam an, was passiert, wenn eine Zelle sich zur Zellteilung entscheidet. Sagen wir, sie erhält einen Impuls aus der Umgebung. Die DNA in Form von Chromosomen muss sich zunächst replizieren. Dieser Prozess, der in der S-Phase, Synthesephase stattfindet, also in der Phase, der die gesamte DNA kopiert wird. Dieser Prozess ist sehr energieaufwendig und die Zelle muss nach diesem Prozess ausruhen. Deshalb tritt die Zelle in die sogenannte G2-Phase, Gap-2-Phase, ein, in der sie wächst, an Volumen zunimmt und sich auf die Zellteilung vorbereitet. Mit dem Eintritt in die Mitose müssen sich die bis dahin entpackten und transkriptionell aktiven Chromosomen nach und nach zusammenpacken, bis die kompakte Strukturen bilden. Und dann beginnt der Prozess der Zellteilung, der in mehreren Schritten abläuft. Wie wir hier sehen können,
können wir Prophase, Metaphase, Anaphase, Telophase und die Zytokinese beobachten, wobei der Schritt der eigentlichen Zytokinese ist leider hier nicht dargestellt. Ob am Beispiel von Pflanzen in Form von Ackerbohnen, bei denen mit Hilfe des Farbstoffs Kristallviolett die Chromosomen in den einzelnen Stadien der Zellteilung hervorgehoben werden können, beziehungsweise auch anhand von Fluoreszenzfarbstoffen, die üblicherweise bei der Visualisierung tierischer Zellen verwendet werden können. Der Farbstoff DAPI als hochempfindlicher Fluoreszenzfarbstoff für die Anfärbung der DNA. Fluoreszenzfarbstoff mit MitoTracker Red wurde zur Anfärbung von Mitochondrien benutzt und die eigentliche Mikrotubuli-Struktur, die als Zytoskelett dient, wurde mit Hilfe von zwei aufeinanderfolgenden Antikörpern sichtbar gemacht, wobei der Primärantikörper direkt an die Mikrotubuli bindet und der zweite Antikörper an den primären Antikörper bindet und erst der sekundäre Antikörper einen Fluoreszenzfarbstoff mit sich trägt. Und dieser Fluoreszenzfarbstoff nach der Anregung mit Licht gewisser Wellenlänge emittiert dann gewisses Signal in Form von Licht. In unserem ersten Teil haben wir gesagt, es gibt prokaryotische und eukaryotische Zellen. Die DNA ist wie eine Bibliothek, in der alle genetischen Informationen gespeichert sind, die eine Zelle für das Leben benötigt. Die Gesamtheit aller Chromosomen einer Zelle wird als Karyotyp bezeichnet. Jedes Chromosom hat seinen eigenen Platz im Zellkern. Und zum Schluss, die Chromosomen selbst müssen nicht nur kopiert, sondern auch verpackt werden, damit diese von einer Mutterzelle an die zwei Tochterzellen weitergegeben werden können. Mit dem Spruch von Rudolf Virchow verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche einen schönen Tag.